Managua, Nicaragua im Juli 1979. Ein Volksaufstand der sandinistischen Befreiungsfront ging erfolgreich zu Ende. Bis dahin wurde das Land vom Diktator Somoza über 44 Jahre lang unterdrückt. Die neue Regierung weckte bei der Bevölkerung Hoffnungen auf bessere Lebensbedingungen. Wuppertal, Else Lasker Schüler-Gesamtschule 1998. Die Mitarbeiterinnen des Informationsbüros erzählen den Schülern die Geschichte Nicaraguas. Gabi Schulten hat die Nicaraguanerin Olga Maria Espinosa mitgebracht. Die beiden sprechen auch über die Entstehung des Wuppertaler Informationsbüros. Denn damit begann die deutsche Solidaritätsarbeit für Nicaragua. Initiator war Hermann Schulz. Der Verleger gründete bereits vor 20 Jahren gemeinsam mit anderen Engagierten das Nicaragua-Büro. Sein Freund war damals schon der nicaraguanische Priester und Dichter Ernesto Cardenal. Seine Bücher gibt er bis heute im Peter Hammer Verlag heraus und durch ihn war er bestens informiert. Das erklärte erste Ziel war, die Öffentlichkeit zu informieren über das, was in der Diktatur Nicaragua passierte, die soziale Situation der Menschen, die Unterdrückung der Menschenrechte, der Dichter, die Unterdrückung der Kultur. Das passierte durch Broschüren, das passierte durch Plakate, Handzettel und vor allen Dingen Veranstaltungen und Vorträge. Nach dem Umsturz arbeitete Ernesto Cardenal als Kulturminister. 1985 warb er bei seinem Besuch in Deutschland für das nicaraguanische Modell. Mit dabei sein Freund Hermann Schulz. Und als dann die Revolution gesiegt hatte, 1979, kamen natürlich sehr viel größere Aufgaben. Dann ging es darum, Solidaritätsprojekte zu finanzieren, Hilfsleistungen zu organisieren. Mehr als 4 Millionen Mark Spendengelder flossen seitdem von Wuppertal in das mittelamerikanische Land. Hier koordinierte man auch die Arbeit von über 300 Nicaragua-Komitees. Gabi Schulten ist vor 13 Jahren ebenso wie mehr als 1000 andere zum Arbeitseinsatz in das Land geflogen. Und so einen Prozess wollte ich gerne unterstützen, durch, ja, eben nicht nur durch Reden und vielleicht Poster aufhängen, sondern tatsächlich durch eine konkrete Mitarbeit und Mithilfe, um eben auch ein Stück von so einer Realität im sogenannten Dritte Weltland zu erfahren. Und die Realität war hart. Die heute 42-Jährige half beim Bau von Häusern. Die Aufbauarbeit des Landes wurde damals massiv durch Attacken der Contra, einer von den USA unterstützten Söldnerarmee, bedroht. 65.000 Tote waren die traurige Bilanz. Dagegen organisierte das Wuppertaler Büro 1984 die große Friedensdemonstration mit 100.000 Menschen. Prominentester Redner war Willy Brandt. Heute erzählt die nicaraguanische Soziologin den Schülern, dass das sandinistische Modell vor 8 Jahren gescheitert ist. Jetzt regiert wieder ein konservativer Präsident das Land. Und die Bauern sollen die Felder wieder verlassen, die sie von den Sandinisten bekommen hatten. Aber die Betroffenen beginnen sich gegen die drohenden Vertreibungen zu wehren. Für uns sind die Beziehungen zum Informationsbüro nicht nur wichtig, weil sie uns materiell helfen, sie unterstützen auch unsere eigenen Initiativen zur Aufklärung von Frauen und zur Selbstversorgung. Heute müssen die Mitarbeiter des Informationsbüros ohne die Hilfe der einst starken Solidaritätsbewegung auskommen. Es sind die langjährigen Beziehungen zu engagierten Nicaraguanern wie Olga Maria Espinosa, die sie motivieren, weiterzumachen. Die Arbeit unter der neuen Regierung ist schwieriger geworden. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, werden wir einen Austausch haben weiterhin und ja, bestimmt auch in Zukunft eine gute Arbeit zusammen hinkriegen. Eine Zusammenarbeit mit den Menschen, die sich nicht mit ihrem Schicksal abfinden wollen und die neue Wege suchen, um ihren Lebensunterhalt selbstständig zu bestreiten.